Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung am Valentinstag. Deshalb die Sendung heute etwas kürzer, weil ich muss mich kurz halten, muss Gas geben, muss noch Dinge tun. Ich hoffe, ihr auch. Also, Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, ist Wasserstoff bei Airbus verflüchtigt sich bzw. Realitätscheck oder soll man sagen, Airbus Wasserstoff trifft Realität. Dann haben wir WestJet, die haben der Lufthansa Technik einen riesen Auftrag gegeben. Gehen wir auch darauf ein, warum das spannend und interessant ist. Wir gehen dann zum Thema Dynamic Currency Conversion. Für jeden, der eine Kreditkarte nutzt, egal ob deutsch, amerikanisch oder woher auch immer, ist DCC, wie die Abkürzung ist, ein schlechtes. Und wir haben noch ein Thema, da muss ich nach rechts schauen, Powerbank-Regelung in Südkorea. Nach dem Air Busan Abfackeln gibt es da nochmal Neuerungen und Themen, die zu einer Powerbank-Nutzung zu wissen sind. Ihr an dieser Stelle wie immer denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, dass ihr auf School kommt und dass wir auf School die Themen besprechen können und eure Fragen beantworten können. Und kommentieren sollt ihr hier natürlich auch. Wir fangen an mit dem ersten Thema und das ist ein Thema, was ich amüsant finde. Und zwar Alexis von Hoensbroech ist ja der Veranstaltungsleiter bei WestJet, ehemaliger Lufthanseat, ehemaliger Lufthansa-Cargo-Chef, Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat er ja auch CEO'd und ist dann von WestJet abgeworben worden. Und die haben jetzt für die 737 MAX-Triebwerke einen Vertrag mit der Lufthansa Technik gemacht. Die sollen die Triebwerke nicht nur warten, sondern auch reparieren. Und dafür wird bis 2027 ein neuer Standort in Calgary, was der Firmensitz ist von WestJet, durch die Lufthansa Technik aufgezogen und hochgezogen. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass man das gemacht hat, weil Alexis von Hoensbroech bei der Lufthansa lange eine Historie hat und alle Leute da im Prinzip ja kennt, sondern natürlich auch, es gab eine Ausschreibung und da hat die Lufthansa Technik gewonnen. Im Besonderen geht es um die CFM LEAP 1B Triebwerke an ihrer 737 MAX Flotte. Eigentlich hätte ich 737 gar nicht sagen müssen, denn wenn ihr 1B hört, dann ist das B wie Boeing und wenn es 1A gewesen wäre, wäre es ja A wie Airbus. Weiter geht es dann, dass der Vertrag auf 15 Jahre Laufzeit geschlossen worden ist. Und der Vorstandschef Sören Stark sagt, einer der weltweit größten Aufträge an MRO-Dienstleister für CFM-LEAP-Triebwerke, also heißt Maintenance für diese Triebwerke zu machen. MRO ist nichts anderes als diese Flugzeugreparaturgeschichten. Und natürlich CFM ist die Bezeichnung der Triebwerke. Die Airline hat im Moment 50 737 MAX. Und bis Ende des Jahrzehnts soll die Teilflotte sogar auf 130 Flieger anwachsen. Also das heißt, pro Flieger sind ja reden wir über 260 Triebwerke. Also ist schon viel Arbeit. Und das größte Interesse an den Triebwerken ist natürlich auch deshalb bei der Lufthansa, weil man dort auf dem Markt wachsen möchte und dies dann nutzen möchte als Sprungbrett. Und der neue Standort soll zwar erst 2027 in Betrieb gehen, aber ich denke mal, dass dort auch schon vorher ein paar Sachen gemacht werden. Der Standort in den USA, in Tulsa, wird auch ausgebaut, weil dort der Lufthansa-Konzern natürlich auch viele Kunden hat und auch viel Geld macht. Also die Lufthansa Technik, der geht es im Moment sehr gut. Wir gehen zum Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist für die Antriebsarten wichtig, und zwar, wenn wir mit dem Auto Wasserstoff und so weiter, da wird ja geforscht und Airbus wollte ja auch da forschen und will da forschen und hat ja auch irgendwie 380er vorgestellt, den sie da eventuell umbauen wollen, aber da gibt es Neuigkeiten. Und zwar ist es so, dass der Konzern dort Probleme hat mit der Realität, also das heißt Wasserstoff in der Nutzung und natürlich auch regulatorische Herausforderungen. Die Technologie, die da ist natürlich Hybrid. Heißt also auch, dass man dort jetzt einen Realitätscheck bekommen hat. Und das ist auch die Wortwahl von Airbus, wenn man ehrlich ist. Man hatte auf dem Markt ein serienreifes Flugzeug mit der Brennstoffzelle für 2035 versprochen fast und gesagt, das sollte loslegen.
Wir wären ja nicht böse gewesen, wenn es 2037 gewesen wäre. Verspätungen wären ja normal gewesen. Aber insofern ist jetzt so, der Konzern hat die Prioritäten neu gesetzt. Und diese Nachricht wurde ja auch letzte Woche von der Gewerkschaft durchgestochen. Man legt auch den Grund ganz offen da fest und klar in den Aussagen und sagt, Airbus braucht für die Lösung technologischer Probleme 5 bis 10 Jahre mehr Zeit mindestens. Das heißt also, 2035 wäre also 2040, 2045. Und dieses Zero-E, wie das ja das Projekt heißt, hat man ja aufgesetzt mit der Rolls-Royce, der Air Liquide, und hatte da auch mehrere Airlines und Flughafenbetreiber, die halt Fragen zur Technik, Infrastruktur und Betrieb haben, da auch nochmal zur eigenen Abstimmung mit ins Boot holen, um da halt wirklich auch direkt Feedback mitzubekommen und da also auch komplett transparent zu sein. Das Triebwerkssystem mit der Brennstoffzelle galt als machbar, aber man wollte ja auch eine 2 Megawatt Brennstoffzelle ab 2026 in der besagten A380er probieren. Und jetzt ist da die Aussage folgende. Und zwar, jetzt festhalten, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, Infrastruktur, Produktion, Verteilung und regulatorische Fragen eines Wasserstoffökosystems haben die Leute dort aus der Spur gebracht. Heißt also, dass die Probleme da sind, zum Beispiel, dass H2, das ist das Zeug, was da benutzt wird, nicht nur leicht flüchtig ist, sondern auch Explosionsrisiken birgt. Also ist im Flugzeug doof. Ist eigentlich überall doof, wenn was explodiert. Das Gas wird erst bei minus 253 Grad flüssig und ist dann als sogenannter kryogener Treibstoff überhaupt nutzbar, sagt das Fraunhofer Institut. Denn sowohl Tanks als auch Rohrsysteme in den Maschinen müssen bei diesen tiefen Temperaturen absolut dicht sein. Am Boden lässt sich Wasserstoff auch nur gebunden oder halt in Tiefkühltanks speichern. Und man hatte in 2021 sogar beim Fraunhofer Institut ein Schweißverfahren vorgestellt, mit dem das gemacht werden sollte, dass auch dünnwandige Bauteile, wie sie bei Flugzeugen genutzt werden, super dicht verbindet werden können. Aber zunächst nur das Gewichtsproblem gelöst. Flugsichere und strukturstabile Kyrotanks, die kriegen wir wohl hin, sagt ein Airbus Insider. Aber bordsichere kyogenes System seien aber das Problem, das ist technologisch und regulatorisches Neuland, so wie Internet in Deutschland Neuland war. ATR ist ja auch eine Beteiligung von der Airbus. Da hat man 50% an der Bude. Hat man auch Probleme, und zwar bei den Turboprops mit dem Projekt EVO Grenzen. Der Hybridantrieb soll mindestens 20% Treibstoff sparen. 2030 wollte ja ATR auch die Flugzeuge bringen. Aber der Reality-Check war wohl auch dort durchgedrungen und man kann das Ziel nicht halten. Man braucht auch dort bei ATR 5 Jahre mehr Zeit. 2050 steht als Net Zero, aber ich kann da ehrlicherweise sagen, dass man da wahrscheinlich dran macht und tut, was auch wichtig und wichtig ist. Aber man sieht halt, dass neue Technologien Risiken bergen und auch Probleme bereiten. Deshalb ist es gut, wenn man dort gut forscht. Man sieht ja, was bei Flugzeugen passiert, die nicht getestet werden und gut ausgeforscht sind. So, ihr könnt die Frage des Tages beantworten. Ist für euch die Wasserstofftechnologie eine interessante Technologie oder sagt ihr einfach, diese 253 Grad, die minus sein müssen, schwierig, Explosionsgefahr, flüchtig und so weiter, noch schwieriger im Flugzeug? Ist für euch diese Technologie vertrauenserweckend als Passagiere oder sagt ihr, lieber mit sowas wie hinter mir fliegen im 380er oder mit dem 350er oder mit dem Dry-20er im XLR-Format und lieber dann Sprit durchjagen, der etwas sicherer in der Anwendung im Moment zumindest erscheint. Also da eure Meinung. Was auch ein Problem ist in Südkorea erkannt worden, und zwar ist das Problem, dass man Batterien, und zwar Powerbanks, im Besonderen als Gefahrenfaktor hat, weil gerade diese dichte Energie, die dort gespeichert wird, zu Problemen führt. Heißt also, dass man, ich muss gerade gucken, jetzt haben wir es richtig gemacht, zu Problemen führt, weil da ist das Flugzeug für abgefackelt, weil da eine Batterie in Flammen aufgegangen ist. Und Air Busan hat da halt neue Regelungen gemacht.
Aber jetzt ist es so, dass man auch anscheinend in Südkorea komplett die Regeln macht. Das heißt also, dass man dort ab dem 1. März neue Regelungen bringt und die sieht aus wie folgt. Heißt also, dass man nicht mehr erlaubt, diese einzuchecken. War ja eigentlich auch nie erlaubt, die Powerbanks einzuchecken. Dann darf man sie auch nicht innerhalb des Kabinengepäcks behalten, dass man das also in der Tasche oben lässt, also, sondern man muss es halt sichtbar vor dir haben. Und weiter ist es so, dass es da natürlich auch Kapazitätsprobleme gibt. Heißt also, sie müssen gewisse Regelungen haben. Ich habe hier eine, kannst du dir gar nicht angucken. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Das wird auch nicht scharf, glaube ich. Sehr, sehr schwer zu lesen. Aber das ist so im Prinzip die Batterie, das ist maximal, was man an Bord nehmen darf. Außer in China, da nehmen sie es einen ab. Heißt also, dass man bis zu 100 Watt nehmen darf für persönliche Nutzung. 100 bis 160 braucht man die Approval von der Fluggesellschaft und darüber, weil ab 160 Watt ist es, also Wattstunde, glaube ich, Wattstunde ist es komplett verboten. Und man muss sie halt wirklich in einer separaten Hülle oder sowas halten, dass sie dort also keine Kurzschlüsse haben. Dann muss man sie halt nicht in Checked Luggage eingeben. Die schreiben hier Avoid, aber nee. Dann muss man natürlich auch, dass sie nicht in direkten Kontakt kommen, diese ganzen Batterien, dass sie also auch getrennt sind und dass sie halt in deinem Carry-on-Luggage sind. Und wenn man dort zum Beispiel im Flugzeug hast, diese Elektronik müssen halt aus sein, wenn man gesagt bekommt, sie müssen aus sein. Man soll sie nicht neben flammbarem Material halten. Und wenn die Batterien in irgendeiner Art und Weise aufquellen, ja, oder zum Beispiel beschädigt sind, entsorgt sie fachgerecht, weil das wird nichts mehr. Ja, wenn die dann overheated oder Feuer bekommt, dann sollte man die sofort, die Crew benachrichtigen, sollte dann auch diese dann in einem, entweder in Sand oder an Bord haben die ja diese Taschen, da kann man die reintun. Und wichtig ist natürlich auch, dass ihr guckt, dass eure Kapazitäten nicht höher sind als die angegebene Mengen, die 100 Watt. Und ich meine, es wären 20.000, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, Milliampere. In China ist es sogar anders, da ist es nochmal knallharter und da wird auch das kontrolliert. In Tallinn werde ich auch kontrolliert, jedes Mal, die gucken da mit der Lupe. Und ist schon richtig so, dass das kontrolliert wird und dass man mit diesen Batterien auch sorgsam umgeht. Die sind auch übrigens im MacBook drin, dass man da also dann auch haargenau weiß, dass das nicht nur diese Powerbanks betrifft. Und wie viele Powerbanks habt ihr? Ich habe festgestellt, ich habe fast 10 in verschiedensten Größen, aber ich schleppe mittlerweile auch nur noch maximal 2 mit rum. Also es bringt nichts, ich muss die, glaube ich, mal verkaufen. eBay oder sowas ist da der richtige Markt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt, zu der zweiten Frage des Tages. Das letzte Thema, was wir haben, ist Dynamic Currency Conversion. Und es wird nicht das letzte Mal sein, es ist auch nicht das erste Mal, dass ich dieses Thema auf diesem Kanal bespreche. Dynamic Currency Conversion ist etwas, was eine Seuche ist. Ihr kriegt diese Dynamic Currency Conversion dann mit, wenn ihr zum Beispiel auf dem Gerät die Karte swiped oder den Chip reinlegt und dann fragt er, wollt ihr bezahlen in US-Dollar? Weil bei mir die Karte wäre US-Dollar oder zum Beispiel in Euro oder in Schweizer Franken, wenn er mit der deutschen Karte bezahlt, die würde dann euch Euro geben. Bezahlt immer in der lokalen Währung. Weil die Gebühren, Uber hat jetzt zum Beispiel 1,5% da drin, die ist teurer. Zumal ihr habt ja Kreditkarten, sehr viele, auch gerade die amerikanischen Karten, die haben ja keine Auslandsgebühren, die kommen trotzdem dazu. Das heißt also, ihr bezahlt Auslandsgebühren. Und das Schwierige an der Geschichte ist, wenn diese verpflichtend sind, dass ihr das nicht mehr abstellen könnt. Das heißt also, dass ihr sagt, ihr müsst in US-Dollar abgerechnet werden, wenn ihr aber mit einer Eurokarte bezahlt oder wenn ich in Europa bezahle und ich muss in Euro abrechnen. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass die Leute vielleicht sich mit ihrer Heimatwährung besser auskennen und da ein bisschen mehr Vertrauen zu haben. Aber es sind halt Kosten, die man nicht braucht. Und wenn man jetzt mal hingeht und sagt, okay, ich bezahle mit der DCC und ich habe 3% Auslandsgebühren, dann kommt nochmal DCC drauf, dann hast du irgendwie knapp 6% bezahlt für eine Dienstleistung, die komplett Banane ist. Und das Schlimme ist, die DCC
wird geteilt zwischen der Kreditkarten akzeptierenden Firma und dem Händler teilweise. Also das heißt, das ist so, dass der Händler dann auch nochmal ein Kickback bekommt. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, dass das natürlich nicht interessant ist. Auch hier ist es so, dass man natürlich dort diese Currency Conversion, am Ende sagt man natürlich bei Uber, wenn Fahrt $10 gekostet hat, 1,5%, worüber reden wir hier einfach? Ja, nee, mir geht das ums Prinzip, aber überlegt mal, ihr kauft was Teures und solche Sachen. Also ich mag das nicht, dass mir so etwas aufoktroyiert wird. Deshalb kann ich euch nur davor warnen, in der Landeswährung abzuwählen. Wählt immer die Landeswährung, wo ihr seid. Heißt also, wenn ihr in Europa seid und habt keine europäische Karte, bezahlt trotzdem in Euro. Wenn ihr in den USA seid, habt keine amerikanische Karte, bezahlt mit US-Dollar. Auch wenn die euch dann vorgaukeln und sagen, ja, willst du mit Euro kaufen und das ist der Kurs. Ist doof, macht man nicht. Also, nicht zum letzten Mal die Warnung, nicht zum ersten Mal die Warnung, aber ihr wisst ja an dieser Stelle wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen und natürlich auch die Kommentare bei den Fragen des Tages. Einmal mit der Powerbank, wie viele Powerbanks schleppt ihr mit euch rum? Und die andere Frage, ist Wasserstoff für euch eine Technologie der Zukunft, gerade beim Fliegen? Macht es für euch Sinn oder sagt ihr eher nicht? Also gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also kommentieren. Bis morgen in alter Frische und genießt den Valentinstag. Ich bin hier wieder raus.